Es gibt Momente im Leben, da scheint alles auseinanderzufallen. Ein vertrautes Kapitel schließt sich. Menschen gehen, Träume verändern sich und das Leben, das du kanntest, fühlt sich plötzlich fremd an. Vielleicht stehst du gerade genau dort, zwischen dem Alten, das nicht mehr zurückkommt, und dem Neuen, das noch kein Gesicht hat. Dieser Raum fühlt sich leer an, fast so, als würdest du den Boden unter den Füßen verlieren. Doch manchmal ist genau dieser Zwischenraum nicht nur Schmerz. Manchmal ist er auch der Ort, an dem du zu dir selbst zurückfindest. Tiefer, echter als je zuvor. Lass uns gemeinsam hinschauen. Dorthin, wo du das Gefühl hast, dass das Leben dich gerade prüft. Dorthin, wo das Alte nicht mehr passt und du nicht weißt, ob das Neue wirklich kommt. Vielleicht verlierst du gerade etwas. Einen Menschen, einen Traum, eine vertraute Rolle. Und dieser Verlust fühlt sich an, als würde ein Teil von dir selbst verschwinden. Es ist, als würdest du in einem Haus stehen, das du jahrelang zu Hause genannt hast, und plötzlich sind alle Möbel weg. Die Räume sind leer und du hörst nur noch das Echo deiner eigenen Schritte. In solchen Momenten ist es normal, festhalten zu wollen, an Erinnerungen, an Gewohnheiten, an dem sicheren Gefühl von früher, weil das Alte, so schmerzhaft es vielleicht manchmal war, vertraut ist. Das Neue hingegen ist ein großes, leeres Blatt, und dieses Blatt kann Angst machen. Doch loslassen bedeutet nicht, alles wegzuschieben. Es bedeutet nicht, dass das, was war, wertlos war. Loslassen heißt manchmal nur, den Raum zu öffnen, damit etwas anderes entstehen darf. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann, wenn du bereit bist, leise zu atmen und zu fühlen. Vielleicht bist du genau jetzt in diesem Raum. Es ist kein Ort der Schwäche. Es ist der Ort, an dem Heilung beginnt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Lass uns einen Blick auf diesen Zwischenraum werfen, der mehr Kraft in sich trägt, als du glaubst. Manchmal fühlt sich der Zwischenraum wie ein endloser Nebel an. Du siehst nur ein paar Meter weit und alles in dir schreit nach Klarheit, nach einem Ziel. Aber vielleicht ist dieser Nebel nicht dein Gegner. Vielleicht ist er wie eine schützende Decke, die dich zwingt, langsamer zu gehen, nicht zu rennen, nicht zu fliehen, sondern bei dir zu bleiben. Dieser Raum ist wie ein unberührter Garten. Im ersten Moment siehst du nur leere Erde. Doch in der Tiefe liegen Samen, die erst dann keimen, wenn es still genug ist. Es braucht nicht viel, um diese Samen zu nähren. Manchmal reicht es, einen Moment lang nichts zu tun, nur zu atmen oder einen Spaziergang zu machen, nicht um zu fliehen, sondern um wieder in den eigenen Rhythmus zu kommen. Es ist in Ordnung, wenn du noch nicht weißt, wohin du gehst. Es ist sogar wichtig, denn genau hier in dieser Zwischenzeit hörst du Dinge, die du vorher nie hören konntest. Die leise Stimme in dir, die dir zuflüstert, wer du bist, wenn all das Äußere einmal wegfällt. Und dann, irgendwann, kommt der erste leise Moment von Neubeginn. Nicht als lautes Ereignis, sondern als zarter Gedanke, als Gefühl von, es wird wieder hell. Lass uns gemeinsam sehen, wie dieser Neubeginn in dir wächst.
Manchmal hilft es, dir ganz einfache Fragen zu stellen. Was tut mir jetzt gerade gut, auch wenn es nur etwas Kleines ist? Vielleicht ein warmer Tee, ein Spaziergang im Regen, ein Lied, das dich trägt. Halte den Fokus auf die kleinen Schritte. Du musst dein Leben nicht heute verändern, aber du kannst heute einen Moment für dich schaffen. Einen Atemzug, ein Lächeln, ein leises, du darfst dir Zeit lassen. Frag dich am Abend, was hat sich heute ein bisschen leichter angefühlt? Und wie kann ich morgen ein bisschen mehr davon einladen? Neubeginn ist selten ein Knall. Es ist mehr wie der erste Atemzug nach einem langen Tauchgang. Du tauchst auf, du atmest und plötzlich merkst du, ich lebe. Loslassen passiert selten an einem einzigen Tag. Es ist ein Prozess, ein sanftes Lösen von allem, was nicht mehr zu dir gehört. Wie ein Knoten, der langsam nachgibt, bis deine Hand offen ist. Nicht, weil du es erzwungen hast, sondern weil du es nicht mehr festhalten musst. Und dann passiert es. Zuerst ganz still, ein neuer Gedanke, eine kleine Freude, ein Atemzug, der sich leichter anfühlt. Das Neue kommt selten laut. Es fällt nicht mit der Tür ins Haus. Es steht einfach da, leise, wartend, bis du es siehst. Vielleicht bedeutet Neubeginn nicht, alles zu verändern. Vielleicht bedeutet es, dich selbst zu sehen, mit all dem, was war, mit dem, was noch kommen darf. Und vielleicht sogar mit der Gewissheit, dass du jetzt freier bist, als du es je warst. Und vielleicht stehst du jetzt schon am Anfang dieses neuen Weges. Du musst ihn nicht kennen. Es reicht, ihn zu fühlen. Vielleicht merkst du, dass dieser Raum, den du bisher als Leere gesehen hast, kein Vakuum ist. Er ist wie ein stiller Horizont, der darauf wartet, dass du den ersten Schritt machst. Du musst nicht alles sofort verstehen. Du darfst einfach nur atmen. Du darfst dich tragen lassen. Du darfst leben, auch wenn es sich noch unfertig anfühlt. Vielleicht ist das, was gerade zerbricht, kein Ende. Vielleicht ist es nur das alte Gerüst, das Platz macht für ein Leben, das mehr zu dir passt als alles, was war. Vertraue darauf, dass in dieser Leere etwas Neues bereits keimt. Vielleicht wirst du es morgen sehen. Vielleicht erst viel später. Aber es ist schon da. Wenn du magst, teile in den Kommentaren, wo du gerade zwischen dem Alten und dem Neuen stehst. Deine Worte können jemandem helfen, der das Gleiche fühlt wie du. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Kraft brauchst, bleib hier. Es gibt noch mehr Geschichten, die dich daran erinnern sollen. Du bist nicht verloren. Du bist unterwegs. Und das ist genug. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.